Es wird häufig als das Monaco oder das Saint-Tropez der Türkei bezeichnet. Die Rede ist natürlich von Bodrum. An der türkischen Ägäis gelegen, und in diesem Video zeige ich euch einmal, was ihr hier so unternehmen könnt und alle wichtigen Informationen, die ihr für euren geplanten Aufenthalt hier wissen müsst. Also Sonnenbrille aufsetzen, kommt mal mit, auf geht's in die Stadt. Der Trip nach Bodrum startet aber in der Regel erst einmal hier am Bodrum Airport. Und hier gibt es wie an anderen türkischen Airports auch ein Inlandsterminal. Da bin ich jetzt gerade angekommen mit der Turkish Airlines. Es gibt aber natürlich auch ein internationales Terminal. Dahin bringen euch aus dem deutschsprachigen Raum beispielsweise SunExpress, Discover Airlines oder auch die Edelweiss mit Direktflügen. Ansonsten gibt es aber natürlich die Möglichkeit umzusteigen in Istanbul, zum Beispiel mit Turkish Airlines oder mit AJet oder auch mit Pegasus Airlines. Und wenn ihr dann euer Gepäck geholt habt und im Ankunftsbereich seid, dann findet ihr hier direkt die Schalter von den namhaften Autovermietungen. Und wenn ihr rausgeht, dann gibt es tatsächlich auch einen öffentlichen Bus-Shuttle, der hier direkt vor dem Airport abfährt. Er fährt auch in Richtung Bodrum City, also ins Stadtzentrum. Den Fahrplan findet ihr unter anderem auf der Homepage vom Bodrum Airport. Die angenehmste bzw. bequemste Möglichkeit ist natürlich die Nutzung eines Taxis oder eines vorbestellten Transfers. Da dauert die Transferzeit von hier vom Airport in Richtung Bodrum circa 40 Minuten. Ihr könnt aber auch mit dem Schiff nach Bodrum reisen. Vielleicht für euch ganz interessant, wenn ihr mal einen Tagestrip plant. Von der Insel Kos gibt es nämlich täglich diverse Schiffsverbindungen hierher. Fahrzeit circa 30 bis 45 Minuten und die Fahrpreise liegen so bei 20 Euro etwa. Und auch wenn Bodrum immer automatisch mit Luxus assoziiert wird, weil hier eben auch diverse Yachten im Hafen stehen, kann ich euch beim Thema Unterkünfte bzw. Hotels nur sagen, dass es hier wirklich in allen Preisklassen etwas gibt. Angefangen natürlich ganz oben mit hochpreisigen Luxushotels. Da erwartet euch da natürlich ein extrem hoher Standard, guter Service und natürlich auch entsprechende Hotelannehmlichkeiten. Es gibt hier aber auch im Rahmen von Pauschalreisen zum Beispiel All-Inclusive-Hotels. Weiterhin gibt es hier aber auch wirklich preisgünstige Unterkünfte, zum Beispiel privat geführte Airbnbs, aber auch kleine Hotels, meistens in einer Art Boutique-Style. Ich bin jetzt hier zum Beispiel gerade im Atrium Hotel. Das hat mich knapp 40 Euro pro Nacht gekostet, inklusive Frühstück. Dafür bekomme ich hier ein sauberes, kleines Basic-Zimmer. Draußen gibt es einen Pool und die Lage des Hotels, die ist direkt hier im Stadtzentrum. Und wir starten unsere Tour hier in der Nähe vom zentralen Omnibusbahnhof. Hier rund um Bodrum gibt es auch ein gut ausgebautes Busnetz. Und hier gibt es auch direkt die Straße, die in Richtung Meerseite bzw. Altstadt führt. Denn so ein Spaziergang hier durch die Cevat Çakır Caddesi, der bietet euch auf jeden Fall schon mal einen ersten Einblick in das Stadtleben hier von Bodrum. Hier gibt es schon mal viele kleine Boutiquen, das ein oder andere Café und auch den ein oder anderen kleinen Park zum Verweilen. Und ganz typisch für die türkische Kultur und die Lebensfreude hier vor Ort habt ihr auch immer mal wieder die ein oder andere spontane kulturelle Veranstaltung, die ihr euch kostenlos auf eurer Tour hier ansehen könnt. Und wenn ihr dann einen ersten Eindruck bekommen habt durch das Straßenleben hier, dann seid ihr am Hafen angelangt. Auch hier eine sehr, sehr schöne Promenade. Und hinter mir ist jetzt unsere erste Sehenswürdigkeit zu sehen, nämlich die Bodrum Castle, also eine ehemalige Burg, beziehungsweise das, was noch davon übrig geblieben ist. Schauen wir uns die mal an. Der Besuch in der Bodrum Castle, das ist schon definitiv eine sehr sportliche Angelegenheit. Man hat hier verschiedene Level der Burg, die man besteigen kann. Das Ganze eben immer über solche Treppen hier. Also Sportschuhe, die solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Eintritt hier 23 Euro. Dafür erwartet euch hier aber ein kompletter geschichtlicher Exkurs. Überall gibt es Hinweisschilder, die eben eine Erklärung liefern zu den einzelnen Dingen, die hier sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich vorgestellt sind. Das Ganze mehrsprachig auf Türkisch und auf Englisch. Auch geführte Touren gibt es hier. Und mein persönliches Highlight ist diese wunderschöne Aussicht hier vom höchsten Stockwerk der Burg. Also dafür hat sich der Eintritt auf jeden Fall richtig gelohnt. Und auf dem Weg zu unserer nächsten Sehenswürdigkeit, dem Mausoleum, kann ich jetzt hier nochmal schön am Hafen lang gehen. Es ist ja eine sehr gut ausgebaute Hafenpromenade. Viele kleine Cafés, Restaurants, Shops und so weiter.
eine sehr tolle maritime Atmosphäre hier. Von hier aus startet übrigens auch die eine oder andere Bootstour rund um Bodrum. Mein persönlicher Tipp, vergleicht die Preise, fragt direkt hier vor Ort, was es kostet, mit dem Boot unterwegs zu sein, wenn ihr sowas vorhabt. Und nach einem wunderschönen Spaziergang entlang an der toll ausgebauten Hafenpromenade, auch durch einige Seitenstraßen, da gab es auch nochmal einige Boutiquen und kleine Lädchen, bin ich jetzt angekommen am Mausoleum von Halikarnassos. Der Eintritt hier kostet nur 3 Euro. Und das Mausoleum hier, das ist damals 350 Jahre vor Christus etwa erbaut worden. So sagen es die Geschichtsbücher. Und es zählt zu den 7 Weltwundern der Antike. Das müssen wir uns auf jeden Fall mal ansehen. Also das Mausoleum hier, das gibt definitiv einen richtig tollen Einblick auch nochmal in die Geschichte dieser wirklich spannenden und auch sehr, sehr schönen Stadt hier. Unter anderem auch in frühere Besatzungsmächte und eben auch mit Erklärungen zu den ganzen Dingen, die hier ausgegraben wurden. Es gibt hier einerseits den Außenbereich, wo ihr eben originalgetreu die Ausgrabungsstätte besuchen könnt. Es gibt aber auch noch weiterhin einen Innenbereich, wo auch noch mal einzelne ausgegrabene Stücke ausgestellt sind. Das Ganze mit Erklärungen in verschiedenen Sprachen. Also da kann man definitiv für 3 Euro nichts falsch machen. Und auf dem Weg zum nächsten Stop, nämlich dem antiken Theater, begegne ich hier auch gerade wieder Katzen. In der Türkei gibt es viele freilebende Katzen, aber die Anwohner, die kümmern sich in der Regel mit Futter, mit Wasser und auch mit medizinischer Betreuung liebevoll um die Tiere. Und nach einem weiteren Fußweg von circa 10 Minuten auch wieder durch Seitenstraßen, in denen man auch immer mal wieder einen authentischen Einblick in das Leben der Einheimischen hier bekommt, bin ich jetzt angekommen am antiken Theater von Bodrum. Das Ganze hier stammt aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Und das Schöne ist, der Eintritt hier ist kostenlos. Es gibt hier zwar keine Aufführungen, aber ich zeige euch mal, warum sich ein Besuch hier definitiv lohnt. Also erstmal ist hier ein bisschen Klettern angesagt. Das sind hier wirklich viele Stufen, die nach oben führen. Aber es lohnt sich, denn sobald ihr hier oben angekommen seid, habt ihr kostenlos eine richtig tolle Aussicht. Die zeige ich euch mal. Und zwar können wir hier nochmal das Theater an sich von oben sehen. Dahinter zunächst eine Straße, aber ganz im Hintergrund die Küste von Bodrum und der Hafen. Und bevor ich mich jetzt auf den Weg hier weitermache, gibt's für euch noch mal kurz ein paar Eindrücke aus der Luft. Und der nächste Halt auf unserer Reise durch Bodrum sind die historischen Windmühlen hier. Ich bin jetzt auch gerade in einer Windmühle drin, bin zuvor mit dem Taxi hierher gefahren vom antiken Theater, Kostenpunkt ca. 7 Euro. Und es ist hier wirklich sehr, sehr windig. Dafür habt ihr hier eine Ecke, wo sich wirklich sehr, sehr viele Locals, also Einheimische, befinden. Und ihr habt kostenlos eine richtig tolle 360-Grad-Aussicht um die gesamte Region hier, um die Stadt von Bodrum. Also das kann man auf jeden Fall mal machen. Ein kleines Café, das gibt's hier auch, meiner Meinung nach ein richtiger Hidden Spot. Und nachdem ich jetzt so viel unterwegs war hier, auch viel gelaufen bin, habe ich jetzt richtig Hunger bekommen, habe also ein Taxi einmal wieder ins Stadtzentrum zurückgenommen und jetzt wird Zeit, sich hier mal mit dem Essen in Bodrum auseinanderzusetzen. Und ich kann euch nur sagen, Bodrum ist richtig bekannt für eine große Auswahl von der türkischen Küche. Ihr findet hier zahlreiche Restaurants in verschiedenen Preiskategorien, also von ganz teuer bis auch wirklich preiswert. Ich habe mich jetzt mal fürs Streetfood entschieden, denn das ist richtig bekannt hier in Bodrum. Es ist mehr oder weniger auch eine kleine Foodie-Stadt. Schauen wir uns das mal an. Und zwar habe ich mich hier ganz bewusst für das kleine Restaurant Saka entschieden. Das ist ganz unscheinbar in einer Nebenstraße gelegen. Aber es wurde mir empfohlen für richtig gutes Street- bzw. hausgemachtes Essen. Und hier übrigens nochmal ein persönlicher Insider-Tipp. Wenn ihr hier in der Türkei generell unterwegs seid und nicht allzu viel Geld für Essen ausgeben wollt, aber dennoch richtig gutes Essen haben wollt, dann googelt immer mal wieder nach der hausgemachten Küche. Da gibt es hier sehr, sehr viele, gerade auch kleinere Restaurants, wo der Inhaber bzw. die Inhaberin persönlich kocht. Und das lohnt sich in der Regel immer. Und wie immer begegnet euch hier natürlich auch eine super Gastfreundschaft und ein richtig tolles Essen. Ich habe gerade mal probiert. Abi, eline sağlık. Afiyet olsun enişte. Biz enişteleri çok severiz. We love abi in love. Guten Appetit. Dankeschön. Wenn ihr es verstanden habt,
Schreibt's einmal in die Kommentare. Zugegebenermaßen, Bodrum kann auch manchmal etwas teurer sein. Kostenpunkt jetzt hier, inklusive Getränk, knapp 25 Euro. Zusammengefasst findet ihr hier auf jeden Fall immer irgendetwas Gutes zu essen, sei es Streetfood, sei es hausgemachtes Essen oder eben ein typisches Kebab-Restaurant. Da gibt es ja eine riesige Auswahl, natürlich genauso Desserts. Und nach dem Essen kann ich euch wirklich nur empfehlen, euch hier ein bisschen in der Altstadt treiben zu lassen. Hier gibt es, wie gesagt, sehr, sehr viele kleine Straßen, aber natürlich auch eine Hauptstraße mit vielen Geschäften, Boutiquen und auch immer mal wieder eine Cocktailbar bzw. ein kleines Café. Eine Sache, die man in Bodrum natürlich nicht vergessen darf, das ist die Feierkultur hier. Bodrum steht für Spaß, für Lässigkeit, für einfach richtig tolle Vibes und das merkt man hier zu jeder Tageszeit und vor allem auch direkt am Stadtstrand. Hier in Bodrum gibt es, genauso wie in anderen Teilen der Türkei, auch regelmäßig öffentliche Märkte, wo alles Mögliche verkauft wird, quasi wie so ein Flohmarkt. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg hier zum öffentlichen Strand und habe diesen Markt nochmal zufällig passiert. Also da kann man auch immer noch mal wieder ein tolles Souvenir finden. Natürlich haben viele Hotels hier in Bodrum auch einen eigenen Strand. Es gibt aber auch einen öffentlichen Strand, der ist komplett kostenfrei benutzbar. Auch diverse Umkleidekabinen und Duschen gibt es hier. Also Handtuch mitnehmen und ab ins Wasser. Und wenn die Sonne dann abends nach einem so tollen Tag hier in Bodrum untergeht, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, den Sonnenuntergang hier in dieser tollen Stimmung am Hafen anzuschauen, beziehungsweise in einer der zahlreichen Bars hier. Natürlich ist Bodrum auch nach dem Sonnenuntergang noch auf den Beinen und die schönste Möglichkeit, diese tolle Abendstimmung zu genießen, ist hier definitiv am Wasser in einer der zahlreichen Bars hier, die direkt ans Meer angrenzen. Prost! Ihr seht, Bodrum ist wirklich ein richtig lohnenswertes Ziel und das Ganze sowohl am Tag als auch in der Nacht. Denn Bodrum hat auch ein sehr ausgeprägtes Nachtleben. Viele verschiedene Clubs und viele verschiedene Bars erwarten euch hier. Also hier kann man wirklich 24/7 was erleben. Und ich hoffe, dass Bodrum jetzt auch auf eure Bucketlist kommt. Denn mir hat's hier richtig, richtig gut gefallen. Und ich hoffe, dass ich euch auch mit diesem Video den ein oder anderen Tipp hier für Bodrum geben konnte, was man hier so unternehmen kann. Auf jeden Fall gerne teilen, liken und kommentieren. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt und neugierig seid auf weitere Videos, auch hier aus der Türkei und auch mit den Airlines, die euch hier in die Türkei herfliegen, dann jetzt auf jeden Fall abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Zwischen Gate und Ziel.